Wenn du Gold und Edelmetalle gekauft hast und diese momentan in Deutschland lagerst, hast dir aber Gedanken darüber gemacht, diese im Ausland zu lagern, dann stellt sich ja die Frage, wie du das Gold sicher ins Ausland bekommst. Über diese Frage wollen wir in diesem Video diskutieren. Zunächst einmal die Frage, warum du dein Gold vielleicht nicht mehr in Deutschland lagern willst. Was könnten hierfür die Gründe sein? Nun, viele Mandanten machen sich natürlich Sorgen über Maßnahmen der EU. Wir haben es schon gehört, da wird es demnächst ein Vermögensregister geben, wo all diese Vermögensgegenstände im Wert von über 200.000 Euro dann registriert werden müssen. Darunter natürlich auch Gold, alles, was du in Schließfächern hast, was du in Freilagern aufbewahrst und so weiter und so fort. Gleichzeitig macht man sich natürlich auch Gedanken über ein mögliches Goldverbot, über eine Konfiszierung von Gold. All diese Dinge hat es schon gegeben. Und wenn es einmal richtig kracht, wird der Staat vielleicht solche Maßnahmen anwenden. Wer weiß. Wir wollen es nicht hoffen, aber sicher kann man nicht sein. Da bewahrt man das Gold doch besser im Ausland auf. Ganz besonders natürlich dann, wenn du ins Ausland umziehen möchtest. Wie gesagt, wenn du in Deutschland, in der EU wohnen bleibst und dein Gold im Ausland lagerst, dann ist das vielleicht auch schon mal ein guter erster Schritt, um dich abzusichern. Denn das ist ja natürlich auch der Sinn des Goldkaufes. Du willst dich gegen ein Währungsrisiko absichern, gegen einen Staat absichern. Da ist es ja das Naheliegende, dass du dieses Gold im Ausland aufbewahrst und nicht bei dir zu Hause. Denn wenn es einmal hier knallen sollte, dann kannst du dir ja schon vorstellen, bei welchen Goldhändlern der Staat als erstes anklopft, um sich mal die Kundenkartei dieser Goldhändler geben zu lassen. Natürlich, es sind all jene, die jetzt hier ganz groß auf YouTube gerade auftreten. Das sind die tief hängenden Früchte für den Staat. Daher, wie gesagt, ist natürlich die Empfehlung, dass du erst gar kein Gold in Deutschland kaufst, sondern dies bereits im Ausland tust. Und wenn du dann demnächst oder später ins Ausland umziehst, dann ist das Gold eben schon mal dort. Was aber nun, wenn du eben Gold bereits gekauft hast und dieses ins Ausland transportieren möchtest? Nun, die naheliegende Antwort ist im Grunde die, dass du das Gold verkaufst und später dann wieder im Ausland neues Gold kaufst. Das ist die Lösung, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Das ist das Einfachste, wie du hier mit diesem Problem umgehen kannst. Wenn du das Gold nun partout nicht verkaufen möchtest, vielleicht hat das steuerliche Gründe, weil du es noch nicht für ein Jahr lang hältst und du willst dann auf den Veräußerungsgewinn, der ja entstehen würde, weil das Gold so stark gestiegen ist in den letzten Monaten, keine Steuern bezahlen, willst aber auf der anderen Seite das Gold sofort ins Ausland bringen, dann würde ich dir als nächstes raten, dass du einfach ins Ausland fliegst und das Gold mitnimmst. Natürlich, du musst dann eine Erklärung machen beim Zoll, das ist natürlich ganz normal, das wird notwendig sein, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, du tust ja nichts Verbotenes. Also das wäre mein zweiter Tipp. Flieg nach Singapur, nimm das Gold letztlich am Körper mit, erkläre, was du erklären musst und dann lager es dort ein oder wo immer du es gerne einlagern möchtest. Schweiz, Liechtenstein, wo auch immer, wenn du es ins Ausland bringst. Wenn das auch keine Alternative für dich ist und du nun tatsächlich also nicht das Gold selbst hinbringen kannst und es auch nicht verkaufen willst, sondern jemanden suchst, der es dort sicher für dich hinbringt, dann kannst du tatsächlich hier auf Dienstleister zurückgreifen. Es gibt Werttransporte, die solche Aufgaben übernehmen. Es sind die gleichen Unternehmen, die zum Beispiel hier Bargeld für Geschäfte transportieren, vom Ladengeschäft zur Bank und so weiter. Wir reden also von wirklichen Hochsicherheitstransporten. Wir reden jetzt hier nicht von FedEx oder von sowas. Ja, so, hier haben wir dir mal Preise rausgesucht. Das sind jetzt nur Referenzwerte. Wie gesagt, da musst du dann dich mal konkret selbst erkundigen. Aber hier mal so einige Preise von zwei Anbietern, nämlich Viamat und Brinks.
Beide sind Anbieter, die das Ganze machen. Was würde also bei Viamat zum Beispiel der Versand eines 1 Unzen Goldbarrens ca. 31 Gramm kosten von Deutschland nach Singapur? Hier sind wir beim Standardversand bei 50 bis 100 Euro und beim Expressversand bei 100 bis 200 Euro. Was würde nun ein 10 Unzen Goldbarren circa im Versand kosten? Das sind ungefähr 300 Gramm. Hier wäre Standardversand 100 Euro bis 200 Euro, Expressversand 200 Euro bis 400 Euro. Das ist Viamat. Befassen wir uns nun mit Brinks, einem anderen Anbieter, der etwas ganz Ähnliches macht. Hier kostet der Transport nach Singapur eines 1 Unzen Goldbarrens, wie gesagt, 31 Gramm, 60 bis 120 Euro im Standardversand, im Expressversand 120 bis 240 Euro. Die 10 Unzen Goldbarren können dann verschickt werden im Standardversand für 120 bis 240 Euro und im Expressversand 240 bis 480 Euro. Viamat ist hier also rund 10 bis 20% günstiger. Wie gesagt, das sind jetzt nur Beispielpreise. Möglicherweise haben sich die Preise jetzt erhöht. Es hängt natürlich davon ab, wann du dieses Video auch genau anschaust. Wenn das für dich in Frage kommt, wenn du dich dafür interessierst, dann setz dich am besten damit auseinander, checke Google, frage bei den Unternehmen an, die solche Dienstleistungen anbieten. Neben Viamat und Brinks kann ich dir auch noch empfehlen Prosecure, Ferrari oder Helveticor. Auch sie bieten solche Dienstleistungen an. Ich habe dir jetzt die Preise gesagt nach Singapur. Ich denke, ähnliche Transporte in ähnlich weit entfernte Destinationen werden ähnlich viel kosten. Vor Versand ist es wichtig, dass du dich mit den Zoll- und Ausfuhrbestimmungen in deinem Herkunftsland auseinandersetzt, sowie mit den Zoll- und Einfuhrbestimmungen in Singapur oder in welchem Zielland du auch immer hier dieses Gold dann hinschicken willst und lagern willst. Vielfach gibt es ja hier direkt dann Zollfreilager, wo sich diese Goldlagerstätten befinden, sodass eigentlich die Gebührenseite hier sehr günstig sein sollte. Allerdings natürlich gibt es Erklärungspflichten, die du beachten musst, sowohl beim Verlassen des Goldes aus Deutschland bzw. der EU, als auch möglicherweise eben bei der Ankunft des Goldes in der Zieldestination. Soweit zum Thema Goldversand. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die meisten hier von euch kein Gold versenden würden, sondern das Gold lieber verkaufen und dann im Ausland neu kaufen oder notfalls noch dorthin reisen werden. Das ist natürlich insbesondere, wenn du zum Beispiel spezielle wertvolle Münzen hast, vielleicht die beste Alternative. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Mandanten hier vom Angebot des Versandes hier Gebrauch machen werden, aber man weiß ja nie, manchmal kann ein solcher Kontakt sinnvoll sein. Wenn auch du dich mit dem Thema Vermögensschutz, Vermögenssicherung, Auswandern außerhalb der EU oder auch innerhalb der EU beschäftigst, um hier deine Steuerlast zu reduzieren, um hier dein Vermögen zu schützen, dann würde ich dich einladen, ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu sichern. Und da ist natürlich auch die effiziente und sichere Lagerung von Gold und anderen Edelmetallen ein ganz wichtiges Element eines solchen Plans. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.